Wie komme ich auf die Zugspitze? Welche Routen gibt es überhaupt? Kann ich das schaffen? Welche Route ist für mich die geeignetste? Diese und andere Fragen möchte ich heute beantworten. Ja, hallo, ich bin Martin vom Kanal Westzunal und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich richte mich heute an den Durchschnittswanderer, an den Flachlandtiroler. Also nicht an die Leute, die sowieso jede Woche, jeden Tag auf den Bergen herumkraxeln, die jeden 4000er, 5000er bezwingen können, die über Gletscher laufen und steile Felswände hinauslaufen, sondern an denjenigen, der im Flachland oder im Mittelgebirge gerne wandert und ab und zu mal in den Bergen unterwegs ist und mal einmal auf den höchsten Berg Deutschlands steigen möchte. Wenn es euch gefällt, so lasst mir ein Like und ein Abo da. Falls ihr irgendetwas ergänzen wollt oder auch korrigieren wollt, so schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, es geht mir eher um den Flachlandtiroler, der schon wandert und wandern kann, aber sich nicht ganz sicher ist, ob er auf die Zugspitze kommt. Und dann die Frage, welche Grundvoraussetzungen gibt es, um auf die Zugspitze hinaufzukommen? Aus meiner Sicht sind das 3. Punkt 1, eine gewisse Grundkondition setzt es schon voraus. Also ich sage, mindestens 20 Kilometer sollte man schon laufen können. Ich spreche jetzt gerade von einer mehr Flachlandwanderung mit einigen Höhenmetern, die immer mal wieder so hoch und runter sind. Aber wenn man das schafft, dann hat man aus meiner Sicht zumindest die Grundkondition, um auch so eine Bergwanderung durchzustehen. Nicht an einem Tag, aber an mehreren Tagen. Zweiter Punkt wäre für mich, dass man schwindelfrei ist. Die Zugspitze hat Passagen, wo es wirklich extrem steil ist und wo man, wenn man nicht schwindelfrei ist, sich einer völlig unnötigen Gefahr aussetzt. Also Schwindelfreiheit sollte da sein, sollte man vorher überprüfen, ob man es auch wirklich ist. Das Dritte, gutes Wetter. Bei schlechtem Wetter würde ich jedem davon abraten, eine Bergtour zu machen. Das überlassen wir lieber den Experten vielleicht, einen Reinhold Messner und Konsorten. Nur bei Wetterbedingungen, die in Ordnung sind, also kein Sturm angesagt, kein Gewitter vor allen Dingen nicht angesagt, kein Regen angesagt, dann kann man es machen. So, wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr das schaffen könnt, mit den 3 Grundvoraussetzungen. Die erste ist ausreichend Kondition. Dann testet es aus. Bevor ihr auf so eine Bergtour geht wie auf die Zugspitze hinauf, macht andere Bergtouren. Tastet euch langsam hinein. Guckt, ob ihr schwindelfrei seid, schaut, ob ihr gewisse Höhenmeter schaffen könnt. Ich bin von 20 Kilometern im Flachland ausgegangen. Das ist aber überhaupt nicht vergleichbar mit einer Bergtour, zugegebenermaßen. Nichtsdestotrotz zeigt es eine gewisse Grundkondition. Aber macht vorher eine Bergtour, wo ihr vielleicht 500 Höhenmeter lauft, wo ihr 3-4 Stunden laufen müsst. Wenn ihr das packt, dann packt ihr auch die Zugspitze. Und wenn ihr euch immer noch unsicher seid, dann fahrt doch einfach mit der Gondel hoch. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe provokant gesagt, jeder kommt hoch und es kommt auch jeder hoch, da es Gondeln gibt auf die Zugspitze. Ist nicht bei jedem Berg der Welt so, aber die Zugspitze ist einer der besterschlossensten Berge der Welt. Da kommt man nämlich auf die Spitze mit 3 verschiedenen Gondeln bzw. Seilbahnen hoch. Eine ist vom Eibsee aus, also von der deutschen Seite, direkt eine Gondel der Superlative, guckt es euch vor Ort an, kommt man direkt nach oben. Eine weitere ist, dass man von Garmisch-Partenkirchen aus mit der Zahnradbahn tatsächlich bis fast auf den Gipfel kommt. Man kommt bis zum Zugspitzplatt, komme ich später nochmal drauf, bis zum Zugspitzplatt, was auf 2500, 2600 Meter Höhe liegt. Und von da aus führt dann eine Gondel nach oben, eine Seilbahn. Das sind dann noch ungefähr 400 Höhenmeter, die bis zum Spitze kommen. Und die dritte Variante ist von Österreich aus. Von Ehrwald führt ebenfalls die Tiroler Zugspitzbahn bis auf den Gipfel hinauf. Oben auf dem Gipfel ist das Münchner Haus. Insofern am Münchner Haus kann man sich dann schön tummeln und den Ausblick genießen und dann auch mit der Seilbahn zum Beispiel wieder runterfahren. Wer nicht hochkommt zu Fuß, dann würde ich auch davon abraten, zu Fuß runterzugehen. Eine Bitte habe ich nur, vom Münchner Haus aus ist man noch nicht ganz auf der Spitze. Also vom Münchner Haus aus muss man noch ein paar Meter laufen, bis man an der Zugspitze wirklich ist. Dieser Weg, das sind vielleicht nur noch 50 Meter, erfordert aber einiges Kraxeln über Leitern und über einen Felsgrat. Zudem, also es ist nicht ungefährlich. Also wer sich vorher das nicht zugetraut hat, der sollte auch das nicht unbedingt machen. Denn auch da muss man schwindelfrei sein und muss trittsicher sein. Zumal da immer sehr lange Schlangen sich bilden. Wir mussten die Male, die wir auf der Zugspitze waren und da hochgelaufen sind,
über eine Stunde warten, bis wir überhaupt ein Foto machen konnten am Gipfelkreuz. Denn wenn man den Berg so erklommen hat, dann möchte man auch ein Foto am Gipfelkreuz haben. Eine Bitte wäre, wenn ihr mit der Gondel hochfahrt, überlasst das doch den Leuten, die wirklich zu Fuß hochgegangen sind. Entspannt ist die Situation am Gipfelkreuz halt doch erheblich. Und es ist nicht ungefährlich da oben. Vielleicht den anderen den Vortritt lassen an der Stelle. Jetzt aber zu den Möglichkeiten, wie man auf die Zugspitze zu Fuß hinaufkommt. Und zwar vom Tal bis nach oben. Es gibt 4 klassische Wege auf die Zugspitze. Und zwar entweder von der deutschen Seite oder von der österreichischen Seite aus. Das ist entweder ab Garmisch-Partenkirchen durch das Rheintal oder es ist ab dem Eibsee über die Stopselzieherroute, die man im Übrigen auch ab Österreich, ab Ehrwald machen kann, ebenfalls die Stopselzieherroute. Dann ist es ab Hammerbach die Höllentalroute und ab Erbach die Gatterlroute. Die 4 sind es, habe ich hier eingezeichnet. 2 davon habe ich schwarz eingezeichnet, weil ich von denen als Anfänger eher abrate. Also die Route durch das Höllental und auch die Stopselzieherroute beinhalten Klettersteigpassagen unter anderem. Das sollte man vielleicht nicht als Anfänger machen und nicht als erstes machen, sondern als erstes entweder die Rheintal- oder die Gatterlroute. Komme ich aber später nochmal drauf. Es gibt natürlich noch weitere Routen, unter anderem den berühmten Jubiläumsgrat. Das würde ich aber wirklich den Profis vorbehalten. Es gibt im Übrigen eine Vielzahl von YouTube-Videos, die alle 4 Wege und noch mehr Wege beschrieben haben. Insofern, wenn ihr einen detaillierten Einblick in diese Wege haben wollt, googelt einfach mal, beziehungsweise bei YouTube gebt in die Suche ein, die einzelne Route, werdet ihr jede Menge Videos finden. Fangen wir doch einfach an mit der Route durch das Höllental, die ich schwarz markiert habe. Das heißt, von der rate ich ab. Ich bin meinem eigenen Ratschlag im Übrigen nicht gefolgt. Ich habe diese Route als erstes gemacht und ich habe darunter gelitten. Meine Frau und ich wollten die zusammen machen an 2 Tagen. Meine Frau hat sinnvollerweise abgebrochen. Ich habe nicht abgebrochen, bin aber nur mit Mühe und Not hochgekommen und bin nahezu kollabiert. Insofern lasst diese Route für die Erstbesteigung vielleicht sein. Ich wiederhole mich, es sei denn, ihr seid ganz erfahrene Bergsteiger. Sei es drum, ganz junge, fitte, konditionsstarke, höhentaugliche, schwindelfreie Menschen, dann von mir aus, dann macht es halt. Die Route startet in Hammersbach bei ungefähr 758 Meter über Normal Null. Also in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen kann man mit dem Zug auch hinfahren. Die Route würde ich als die schwierigste Route sehen. Ich habe sie zwar jetzt hier mit dabei gepackt, weil sie theoretisch für besonders sportliche Anfänger auch geeignet ist. Aber normalerweise rate ich da dringend von ab. Das ist eine sehr, sehr schwere Route, weil es einerseits 2200 Höhenmeter sind. Zweitens, es gibt ein Stück, das über den Gletscher geht und wo man Steigeisen benötigt. Und drittens, es gibt 2 Klettersteige, gleich 2 Klettersteige, die man bezwingen muss, die bis zu BC-Kategorie und Schwierigkeit gehen. Eine Zwischenübernachtung ist möglich, nämlich in der Höllental-Angerhütte. So, jetzt auch nochmal im Detail. Man startet in Hammerbach auf 780 Meter über Normal Null. Und dann geht es zunächst ungefähr 6 Kilometer durch die Höllentalklamm, eine enge Felsschlucht, in der das Wasser tost. Im Winter ist die gesperrt, da darf man da nicht durch, aber im Sommer kommt man da durch und es ist wirklich extrem eindrucksvoll. Diese Höllentalklamm rate ich in jedem Falle auf einer Wanderung zu besuchen, aber nicht unbedingt auf der Wanderung hinauf zur Zugspitze. Wenn man dann einmal die Klamm durchschritten hat, kommt man am Höllental-Anger aus. Das ist also ein Hochtal, was gemeinschaftlich genutzt wird. Und da gibt es, also von den Bauern der Umgebung gemeinschaftlich genutzt wird, da können von mehreren Bauern die Schafe dann auch grasen. Das ist ein gemeinschaftliches Gut. Und in diesem Höllental-Anger gibt es die Höllental-Angerhütte. Am zweiten Tag sind es dann noch ungefähr 1600, 1700 Höhenmeter, die man schaffen muss. Das geht zunächst relativ einfach noch los und dann kommt der erste Klettersteig, nur mit einer A-B-Schwierigkeit oder ist das schon C? Ich glaube, es ist noch keine C-Schwierigkeit am Anfang. Durchaus spektakuläre, sehr schöne Stellen, aber es wird anstrengend. Anschließend geht es wieder ein Stückchen weiter hoch und dann über den Höllental Ferner, also über einen der 4 Gletscher, die noch an der Zugspitze zu finden sind. Dafür braucht man Steigeisen, also man muss sich Steigeisen an die Wanderschuhe binden und dann kann man über die Gletscher gehen und zwar nur einen ganz bestimmten Weg. Ja, es hilft also, einen Bergführer zu nehmen, das würde ich sowieso jedem raten, dass er mit einem erfahrenen Kletterer diesen Weg geht, der das kennt, am besten mit einem Bergführer. So haben wir es damals auch gemacht. Und dann geht es mit den Steigeisen über den Gletscher, dann kommt man zur Randkluft und dann kommt der nächste Klettersteig und das hat eine BC-Schwierigkeit und der geht hinauf bis an die Zugspitze, bis an den Gipfel.
So, die nächste Route, die ich auch schwarz markiert habe, das heißt, ich rate eigentlich davon ab, und das eigentlich erkläre ich nachher, diese Route zu gehen, ist die Stopselzieher-Route. Und die Stopselzieher-Route kann man in zwei Varianten laufen. Die kann man einmal ab Eibsee von der deutschen Seite aus laufen und ab Ehrwald von der österreichischen Seite aus. Der Vorteil von der österreichischen Seite aus ist, es ist etwas kürzer und es sind weniger Höhenmeter. Also ab der österreichischen Seite sind es, jetzt müssen wir eben schauen, es sind 3 Kilometer weniger. Es sind nur 6 Kilometer ab der österreichischen Seite bis zum Gipfel. Von der deutschen Seite aus sind 90 Kilometer. Und von der österreichischen Seite sind es 200 Höhenmeter weniger, die man bis zum Gipfel laufen muss. Da sind es 1700 Höhenmeter. Von der deutschen Seite aus sind es 1900 Höhenmeter. Ich selber würde das an einem Tag aber nicht schaffen. Zudem gibt es einen Klettersteig auf diesem Weg. Der ist etwas einfacher als der über die Höllentalroute. Ist mit einer AB als Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet. Also man muss auch ein Klettersteig-Set dabei haben und muss damit auch umgehen können. Auch wenn der Klettersteig selber nicht wahnsinnig schwierig ist, aber es gibt sehr viele, sehr ausgesetzte Passagen. Ich meine, das sieht man allein daran, der Weg ab Österreich ist nur 6 Kilometer lang und überwindet 1700 Höhenmeter. Ja, da kann es schon mal steil hochgehen. Eine Möglichkeit gibt es, über die Stopselzieher-Route eine Zwischenübernachtung einzulegen, denn auf 2200 Höhenmeter gibt es die Wiener Neustädter Hütte. Das heißt, man kann es auf 2 Tage aufteilen. Ersten Tag bis zur Wiener Neustädter Hütte und den zweiten Tag dann bis zum Gipfel der Zugspitze. Am zweiten Tag ist dann auch der Klettersteig. Kommen wir zur dritten Route und das ist die Rheintalroute. Die Rheintalroute ab Garmisch-Partenkirchen, genauer gesagt ab Partenkirchen, dem Olympiastadion, gilt als die leichteste Route, zumindest wenn man einen Deutschen fragt. Aber was heißt schon leicht an der Zugspitze? Es gibt keine leichte Wanderung auf die Zugspitze, auf den Gipfel. Die Wanderungen sind alle schwer, erst recht für Flachlandtiroler. Insofern lasst euch nicht verleiten, nur weil das die leichteste der schweren ist, ist sie immer noch schwer. Die Rheintalroute gilt zwar als die leichteste, ist aber gleichzeitig die längste aller Wanderungen, die mit den meisten Höhenmetern, 2300 Höhenmeter müssen hier überwunden werden, und auch mit der größten Länge. Es gibt Leute, die schaffen das an einem Tag hoch und auch wieder runter. Ich gehöre nicht dazu, ihr wahrscheinlich auch nicht. Insofern, der große Vorteil der Rheintalroute ist, dass es Hütten gibt zum Zwischenübernachten. Und es ist die einzige Route, auf der es 2 Hütten gibt zum Zwischenübernachten. Man kann vom Olympiastadion aus, geht es als erstes durch die Partnachklamm. Auch wieder eine wunderschöne Klamm, sollte man auf jeden Fall besuchen, wenn man in der Ecke ist. Auch unabhängig davon, ob man weiter bis zur Zugspitze läuft. Also der Weg durch die Partnachklamm, durch diese steile, felsige Schlucht, in der das Wasser tobt, macht wirklich unheimlich Spaß und Freude. Am Ende der Klamm läuft man dann weiter entlang der Partnach durch das Partnachtal und dann kommt man irgendwann an der Rheintal-Angerhütte hinaus. In der Rheintal-Angerhütte, da kann man wieder eine sehr schöne Zwischenübernachtung einlegen. Das wäre quasi der erste Tag, den man gemacht hat, mit ungefähr 700 Höhenmetern. Dann kommt der zweite Tag, das sind erneut ungefähr 700 Höhenmeter. Da geht es bis zur Knorrhütte und das ist ein extrem steiles Stück. Das wird nur mit 2 bis 3 Stunden Gehzeit angegangen. Viel länger haben wir, glaube ich, auch nicht gebraucht. Man kann aber noch den Partnach-Ursprung, also das ist nicht die Quelle ist der Schneeferner, ein weiterer Gletscher oben auf der Zugspitze. Aber da kommt das Wasser der Partnach erstmalig so richtig zum Vorschein. Also deshalb nennt man es den Partnach-Ursprung, kann man noch besuchen auf dem Weg hoch. Und ansonsten lässt man sich einfach Zeit und genießt das Panorama und kann dann anschließend die Knorrhütte selber genießen. Während man am ersten Tag ungefähr 14 Kilometer Strecke macht, sind es am zweiten Tag nur in Anführungszeichen 3 Kilometer. Da sieht man schon, die 700 Höhenmeter vom ersten Tag verteilen sich gut über die gesamte Wegstrecke. Die vom zweiten Tag, das ist schon dann sportlich, da geht es dann fast nur steil bergauf. Technisch ist es allerdings nicht schwierig, ja, weder bis zur Rheintal-Angerhütte noch bis zur Knorrhütte. Technisch sind keine besonderen Voraussetzungen gegeben. Es gibt natürlich ausgesetzte Stellen, sehr steile Stellen, aber eigentlich noch nichts, was wirklich auch einen Flachlandtiroler vom Wandern abhalten würde. Bis dahin, meine ich, kommt man noch. Ab der Knorrhütte sind es dann noch 4 Kilometer und 900 Höhenmeter. Das heißt, auch da geht es dann steil weiter. Zunächst geht es dann von der Knorrhütte hinauf auf das Zugspitzplatt.
Das ist sozusagen das Tal, was unterhalb des Gipfels liegt. Es ist auch noch relativ gut machbar für jeden Wanderer. Also ist natürlich anstrengend, aber es ist noch nicht wahnsinnig ausgesetzt und technisch auch nicht schwierig. Dann am Zugspitz platt. Danach wird es allerdings für die letzten 400 Höhenmeter richtig steil. Das heißt, da braucht man die Schwindelfreiheit. Es ist kein Klettersteig, der da hinaufgeht, aber es ist seilversichert. Es geht zunächst durch ein Geröllfeld, da noch nicht seilversichert, sehr steil, wo das ständig einem die Steine unter den Füßen wegrutschen. Und dann geht es in den Fels mit diesem Seil auch, wo man sich festhalten kann, man muss aber nicht. Und dann sehr steil hinauf bis zum Gipfel bzw. bis zum Münchner Haus. Das Gute ist, man kann vom Platt aus auch, also vom Zugspitzplatt aus auch die Gondel nehmen und landet auch so dann auf dem Gipfel, wenn einem das letzte Stück die Kraft dafür fehlt oder wenn man merkt, nee, das ist mir dann doch zu viel, das schaffe ich nicht. Dann nehmt die Gondel, brecht ihr euch keinen Zacken aus der Krone. Ich habe das Ganze nochmal in der Tabelle zusammengefasst, schaut es euch an. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich die leichteste Route, vorausgesetzt man teilt die Besteigung der Zugspitze auf 3 Tage auf. Dann kann man das relativ gemütlich an den 3 Tagen machen. Wir haben das gemacht, es war wunderschön, wir haben die Tage wirklich genossen. Es gibt Leute, die schaffen das an einem Tag rauf und noch wieder runter. Aber ein wirklicher Genuss ist das aus meiner Sicht nicht mehr. Schaffen würde ich es auch nicht. Insofern lasst euch die Zeit, nehmt euch die Zeit, macht das. Zur Not könnt ihr das auch auf 2 Tage aufteilen, übernachtet dann die erste Nacht in der Knorrhütte und die zweite seid ihr oben auf dem Gipfel und könnt dann wieder hinunterfahren mit der Gondel. So, die 4. und letzte Route ist die Route übers Gatterl, die ab Ehrwald geht, also ab der österreichischen Seite. Und ab Ehrwald geht die als erstes zur Ehrwaldalm. Das sind ungefähr 400 Höhenmeter, ein paar Kilometer am Anfang. Die kann man auch noch mit einer Gondel machen, was ich auch völlig in Ordnung finde. Also die ersten paar Meter am Berg, finde ich, darf man auch mit einer Gondel noch machen. Man muss nicht unbedingt vom tiefsten Punkt aus. Aber es soll auch ein sehr schöner Weg sein. Ich bin leider noch nicht da gewesen, aber das wäre meine nächste Station, auch mal die Gatterlroute auszuprobieren. Ab der Ehrwaldalm geht es dann immer weiter steil hinauf bis zur Knorrhütte. Ja, und jetzt, ihr erinnert euch, Knorrhütte, ja, die war auch am Rheintal. Das heißt, hier an der Knorrhütte treffen sich die Gatterlroute und die Rheintalroute. Auch die Gatterlroute ist bis dahin technisch nicht schwierig. Sie ist natürlich steil, sie überwindet ein paar Höhenmeter, allerdings weniger als im Rheintal. Während man über die Rheintalroute bis zur Knorrhütte 14 Kilometer und 700 Höhenmeter überwinden muss, sind es über das Gatterl nur 10 Kilometer, also 4 Kilometer weniger, und 500 Höhenmeter, also 200 Höhenmeter weniger. Das heißt, Gatterl ist im Grunde genommen die etwas einfachere Route gegenüber der Rheintalroute. Vorausgesetzt, man macht es an 2 Tagen. Also wenn man 2 Tage nur läuft, dann würde ich tatsächlich die Gatterlroute empfehlen als die leichteste Route. Und dann läuft man am ersten Tag bis zur Knorrhütte und der zweite Tag ab Knorrhütte ist dann identisch wie die Rheintalroute. Ja, dann sind es also nochmal 4 Kilometer, 900 Höhenmeter am zweiten Tag. Zudem, wie gesagt, kann man sich beim Gatterl die ersten 400 Höhenmeter auch noch sparen, indem man die Gondel nimmt bis zur Ehrwaldalm. So, was ist denn jetzt der leichteste Weg auf die Zugspitze? Ich habe es gesagt, den wirklich leichtesten Weg gibt es nicht. Das hängt vom Auge des Betrachters, von dem jeweiligen Menschen ab, der da hochgeht, was er als leicht empfindet. Ich hätte jetzt meine Empfehlung gegeben, wer es an einem Tag machen will, der kann es über die Stopselzieherroute machen, weil da sind es die wenigsten Höhenmeter, die kürzeste Strecke, allerdings extrem ausgesetzt und man braucht einen Klettersteig. Also wer das aber hat, also schwindelfrei ist, Klettersteigerfahrung hat, konditionsstark ist, konditionsstark muss man immer sein, wenn man an einem Tag hoch will, dann kann man auch die Stopselzieherroute nehmen. Aber ich würde auch nicht empfehlen, an einem Tag auf die Zugspitze hochzugehen, sondern ich würde empfehlen, 2 oder 3 Tage zu gehen. Aber wer es unbedingt an einem Tag möchte, der nehme wahrscheinlich am besten die Stopselzieherroute. Wer 2 Tage zur Verfügung hat, gehe über die Gatterlroute. Wer 3 Tage hat, über die Rheintalroute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Solltet ihr Ergänzungen haben oder Fragen haben, Korrekturen haben zu dem, was ich gesagt habe, schreibt es mir unten in die Kommentare. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Schauen, schönes Leben euch. Macht's gut!